Ja, hallo liebe FC Bayern München-Fans, liebe Fußballfans. Der FC Bayern München ist wieder etwas mehr in der Spur. Nach den sieglosen Spielen gegen Augsburg und Hamburg gab es mal wieder einen Sieg für die Bayern, und zwar ein 5-Tore-Sieg, 5:1 heißt es am Ende gegen die TSG Hoffenheim, und Man of the Match natürlich Luis Diaz. 3 Tore selbst geschossen, 2 Elfmeter rausgeholt, insgesamt 5 Scorerpunkte geholt an diesem Wochenende. Also Man of the Match, der Kolumbianer, schon mittlerweile 13 Saisontore. Tor Nummer 11, 12 und 13 gegen die TSG geschossen. Und ja, auch deine Scorerpunkte lassen sich gut ansehen. Dritter Platz mittlerweile in der Bundesliga hinter Kane und Olise. Und Torjägerliste natürlich auch zweiter Platz hinter Harry Kane. Ja, die Dortmunder waren dann nach dem 2:1 Erfolg gegen Wolfsburg nur noch 3 Punkte hinter Bayern München. Und nach dem Spiel gegen die TSG haben die Bayern wieder einen 6 Punkte Vorsprung. Und damit können wir dann ins nächste Bundesligaspiel am Samstag gegen Werder Bremen gehen. Und ja, die Bayern aber auch nicht ganz fehlerfrei gegen die TSG. Der Elfmeter in der 17. Spielminute, beziehungsweise noch die rote Karte dazu für Akpoguma, hat uns eigentlich ein bisschen in die Karten gespielt, aber die Bayern haben es nicht wirklich klug angestellt. Ich hatte so das Gefühl, nach dem Platzverweis mit einem Mann mehr hat die TSG irgendwie besser gespielt, und ja, der grobe Patzer von Manuel Neuer bescherte dann Kramaric dem Bayern-Schreck auch noch das 1:1. Zum Glück hat Manuel Neuer denn im Laufe der Partie noch den ein oder anderen, ja, die eine oder andere Parade gezeigt und noch mehr Tore für die TSG verhindert. Also das 5:1 täuscht vielleicht noch ein bisschen in der Höhe. Es hätten wahrscheinlich auch ja, noch so 2, 3 Tore für die TSG fallen können. Die hatten gute Chancen. Ein Lattentreffer noch dazu, wie gesagt, 3, 4 Paraden von Manuel Neuer. Und das muss natürlich im Pokalspiel gegen Leipzig abgestellt werden. Ja, und alle dachten jetzt schon 1:1 geht's in die Pause, und da gibt es noch einen zweiten Foul-Elfmeter, auch wieder rausgeholt von Luis Diaz. Kane, natürlich der sichere Elfmeterschütze, haut das zweite Ding auch rein, und dann hatte man wirklich das Gefühl, es geht zur Pause, und Luis Diaz dann nochmal zum 3:1 voller Pause, und der Kolumbianer schießt dann in der zweiten Halbzeit auch noch 2 sehr, sehr schöne Tore. Allgemein offensiv sehr, sehr gut, die Bayern wieder. Hinten, wie gesagt, ein bisschen anfällig, und das muss abgeschaltet werden. Ansonsten geht die Formkurve wahrscheinlich wieder ein wenig nach oben, und das schwere Spiel gegen Leipzig am Mittwoch sieht natürlich auch gut aus. Schon im Januar die Leipziger geschlagen, und schauen wir mal in der Allianz Arena, was es gibt. Natürlich gerne wieder auf meinem Kanal, ich als Kommentator für euch. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ciao.